Das hier ist der DJI Osmo Pocket 4P und der ist jetzt endlich in Deutschland erhältlich. Er wurde gestern vorgestellt, ich habe es mir nicht nehmen lassen, habe mir den direkt gekauft. Wie ihr wisst, ich habe ja auch den normalen Pocket 4 und die Insta360 Luna Ultra, mit der ich mich jetzt gerade aufnehme. Und da will ich natürlich auch einen passenden Vergleich hier mit dem Gerät anstellen und schauen, was hier so geht. Der Sensor her, der soll ja deutlich besser sein und wie gesagt, ich habe den jetzt gestern gekauft, ich habe den ausgepackt, eingerichtet und so weiter, habe aber noch keine richtigen Videos damit gemacht. Ich schalte hier mal direkt um, dass er mich filmt. Ich schalte auf das Bild vom Pocket 4P und werde mich jetzt damit aufnehmen. Ihr seht, ich bin hier zur Mittagszeit in der Sonne. Also wir haben hier strahlenden Sonnenschein. Da kann die Kamera gleich mal zeigen, was sie so kann, was die Dynamik so kann. Ich bin gespannt, was das Mikrofon kann. Und was macht der jetzt hier? Okay, ja, ich habe das Bild hier ein bisschen, ich bin da an Joystick gekommen, habe das da ein bisschen verstellt. Also jetzt sieht es wieder gut aus. Wie gesagt, ich habe mir den Pocket 4P gekauft. Ich habe hier nichts gesponsertes oder so. Ich habe die Kamera, die Insta360 auch selber gekauft. Auch den Pocket 4 habe ich selber gekauft. Ihr könnt ja also davon ausgehen, hier ist nichts bezahlt. Das ist wirklich meine Meinung, was ich dazu habe. Und ihr könnt euch ja mal direkt ein Bild über die Kamera machen, also ein Bild über die Bildqualität. Ich bin jetzt hier im D-Log 2. Ich nehme auf mit 4K 60 Bildern, ohne Filter oder sowas, direkt aus der Kamera. Und ich bin sehr gespannt, wie das hier aussieht. Ich drehe mich mal, dass mein Gesicht vielleicht ein bisschen mehr beleuchtet ist. Und es gibt ein paar Dinge, die möchte ich euch gleich mal so ein bisschen mitteilen, was mich da direkt mal so ein bisschen gestört hat, bevor ich ein eigenes Video drüber mache im Vergleich zum Pocket 4 und im Vergleich zur Insta360 Luna Ultra. Denn ich habe mir das Vlog-Kombo geholt. Also die Vlog-Kombo, da ist ja das Mikrofon dabei und auch die kleine Fernbedienung, die habe ich hier, weil ich will eben so eine kleine Fernbedienung haben, um das Ganze hier auch ein bisschen fernsteuern zu können. Und da habe ich mir dann direkt das Vlog-Kombo geholt. Und da möchte ich euch mal so ein bisschen was mitteilen, was mir aufgefallen ist bei dem Paket, weil preislich ist ja der Unterschied vom Pocket 4 zum Pocket 4P gar nicht mal so groß. Das hat aber Gründe. Und zwar fängt das Ganze hier an, ihr seht es vielleicht am Mikrofon schon, hier. Das ist nämlich das DJI Mic Mini 2. Also das Mini 2 und das bietet euch schon mal keine 32-Bit Float Audio, wie es zum Beispiel das DJI Mic 3 vom Pocket 4 macht. Oder eben auch das Insta360 Pro Mikrofon. Das hat auch 32-Bit. Wie gesagt, hier habt ihr das nicht. Nächste Woche soll das Mini 2S Mikrofon vorgestellt werden. Da bekommt ihr dann 32-Bit Audio und einen internen Speicher auch noch. Habt ihr hier, wie gesagt, nicht. Und das ist mir schon mal direkt aufgefallen, als ich alles ausgepackt habe und so. Ich habe mich davor nicht so ganz beschäftigt mit dem Lieferumfang, weil mir ging es wirklich nur um die Fernbedienung. Und eben das Mikrofon, ihr bekommt also beim 4P in der Vlog-Kombo ein schlechteres Mikrofon als beim Pocket 4 in der Vlog-Kombo. Beim Pocket 4 bekommt ihr in der Creator-Combo, glaube ich. In der Creator-Combo bekommt ihr beim Pocket 4 das Mic 3, dafür keinen Batteriegriff. In der Vlog-Kombo beim Pocket 4 bekommt ihr den Batteriegriff, aber dafür auch nur das Mic Mini 2. Also so wie jetzt hier in der Vlog-Kombo. Beim Pocket 4P gibt es noch keine andere Combo. Also ihr habt einmal die Basisausstattung und einmal die Vlog-Kombo und da bekommt ihr eben, wie gesagt, das Mini 2 Mikrofon. Das finde ich ein bisschen schade, klar, für mich spielt es jetzt keine Rolle. Ich habe eigentlich alle DJI Mics, das heißt, mein Liebling ist da immer noch das DJI Mic 2, weil das zwar ein bisschen größer ist, aber das hat einfach einen schönen USB-C-Anschluss und das ist auch ein erster Kritikpunkt hier bei der Kombo, die ich jetzt hier habe. Ihr bekommt ja die Fernbedienung, ihr bekommt das Mikrofon und ihr bekommt den Pocket 4P. Und ihr habt, jedes Gerät hat einen eigenen Anschluss. Also den Pocket 4P, den ladet ihr ganz normal über USB-C. Das DJI Mic Mini 2, das ladet ihr hier so, ich zeige es euch hier mal, ob ihr das sehen könnt. Das ladet ihr über so einen magnetischen Anschluss und die Fernbedienung hat dann noch einen dritten eigenen magnetischen Anschluss. Das heißt, wenn ihr alle drei Sachen laden wollt, braucht ihr 3 komplett verschiedene Kabel. Und das nervt mich jetzt schon. Das hat mich auch schon beim Pocket 4 genervt, weil beim DJI Mic 3 habt ihr auch diesen magnetischen Anschluss. Und ja, das muss einfach nicht sein. Benutzt doch einfach überall USB-C, dann ist das Ding halt vielleicht ein bisschen größer, aber man braucht nur ein Kabel zum Laden.
Und das hat mich da schon mal so ein bisschen gestört. Und ich hatte ja jetzt in letzter Zeit viel mit der Luna Ultra zu tun, also bin ich da natürlich schon dran gewöhnt an die Kamera, an den abnehmbaren Bildschirm. Mir war deshalb die Fernbedienung hier wichtig. Und nach den ersten Tests muss ich sagen, mir gefällt es. Also, dass ich die extra mitnehmen kann, ist schon mal ganz gut. Ich kann die hier jetzt mal kurz anmachen. Dann seht ihr das hier auch. Klar, der Bildschirm ist natürlich deutlich kleiner, aber man erkennt eigentlich alles, was sie können muss. Ich kann hier sehen, dass die Kamera mich verfolgt. Ich sehe, dass sie aufnimmt. Ich kann den Gimbal mit dem Joystick steuern und da kann ich euch direkt sagen, der Joystick auch beim Pocket 4P, natürlich wie auch beim Pocket 4, der ist deutlich besser als der Joystick bei der Luna Ultra. Also da könnt ihr hier auch an der Fernbedienung, ihr seht, ihr könnt hier sehr fein das Bild verstellen. Das geht bei der Luna Ultra nicht so einfach. Also von der Bedienung her macht es hier schon mal ein gutes Stück mehr Spaß. Und ihr seht es jetzt hier vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ich gehe mal hier in den Schatten. Ihr habt da so ein kleines Vorschaubild. Damit lässt sich alles bewerten. Ich sehe, dass das Tracking funktioniert. Ich kann das Bild hier fast verzögerungsfrei auch live sehen. Also das ist soweit schon mal gut. Was dann ein bisschen ein Minuspunkt ist, ich kann hier drüber eigentlich keine Einstellungen vornehmen. Also ihr habt hier wirklich, ihr könnt zwar den Videomodus wechseln und so weiter und ihr könnt eure Medien anschauen hier direkt drauf. Also das funktioniert alles, aber ihr könnt jetzt nicht die Auflösung oder die Framerate oder sowas ändern. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber ich muss auch ehrlich sagen, für mich ist der kleine Monitor, die kleine Fernbedienung auch nur dazu gedacht, mein Bild zu kontrollieren, die Aufnahme zu starten, zu stoppen und so weiter. Mehr mache ich damit auch an der Luna nicht. Also vom Umfang her reicht mir das. Ihr solltet das nur einfach wissen, bevor ihr das kauft vielleicht. Und ja, ansonsten der Pocket 4P, was auch so ein bisschen eine Eigenart ist, ihr habt ja den Joystick und ihr könnt mit dem Joystick, das ist ein 4-Wege-Joystick, das heißt hoch, runter, links, rechts. Mit dem Joystick an der Fernbedienung habt ihr 8 Wege, also ihr könnt gleichzeitig hoch und rechts oder links und runter steuern. Das ist ein bisschen komisch, das geht an der Pocket 4 auch nicht. Ja, macht halt so ein bisschen die Steuerung ein bisschen anders. Das müsst ihr auch beachten. Was jetzt mir gerade auffällt, hier geht ein bisschen Wind. Ich bin mal gespannt, wie der Ton jetzt hier vom Mikrofon auch ist. Ich hoffe, der übersteuert auch nicht zu arg. Manchmal schlägt er doch ein bisschen aus, aber das werden wir ja mal sehen. Die Stabilisierung an sich, ich denke, da muss man nichts sagen. Bei DJI, die machen das wirklich sehr gut. Ich bin wirklich sehr gespannt drauf, was die Bildqualität hier so macht. Also wie da der Unterschied ist. Und was mich am Pocket 4 dann oder dem Pocket 4P auch noch so ein bisschen stört, beim Pocket 4 habt ihr noch diese Klemme, die den Gimbal fixiert für den Transport. Sowas habt ihr beim 4P jetzt überhaupt gar nicht. Da ist das Ding wirklich, der klappt zwar magnetisch ein und so weiter, aber ihr habt keinerlei Schutz. Und ich sehe es jetzt hier auch schon so ein bisschen an der Linse. Da ist so ein bisschen Staub drauf. Ich hoffe, das sieht man jetzt nicht, aber es ist natürlich nicht schön. Ihr bekommt da zwar eine Tasche dazu, ihr bekommt sogar in der Vlog-Kombo 2 Taschen dazu, eine größere, eine kleinere. Da könnt ihr dann auch alles reinpacken. Aber so ein richtiger Schutz drumherum, so wie bei der Luna Ultra zum Beispiel, das bekommt ihr da halt nicht. Und ja, ist auch ein bisschen schade. Klar, dafür gibt es das Ding hier auch in der Vlog-Kombo deutlich günstiger als jetzt bei Insta360 die Luna Ultra. Muss man halt so, ja, ein bisschen sich gegenrechnen. Da wird es wahrscheinlich Dritthersteller geben, die dann da irgendwie was anbieten werden und dann wird sich das wahrscheinlich preislich auch wieder ausgleichen. Was ich dann noch festgestellt habe, wie gesagt, ich nehme hier jetzt gerade mit der Weitwinkellinse auf. Ich bin hier jetzt auch ganz schön im Schatten. Ich bin wirklich gespannt, wie das dann nachher aussieht. Was mir aufgefallen ist, beziehungsweise was ich auch schon in Videos gesehen habe, wenn ihr D-Log 2 benutzt, also wirklich das Farbprofil, wo ihr 17 Stufen Dynamik haben sollt, real sind es glaube ich 16 oder so, was trotzdem sehr beeindruckend ist. Ihr könnt nicht zoomen, ihr habt keinerlei Möglichkeit irgendwie digital rein zu zoomen oder auf die Dreifachlinse zu wechseln. Ihr könnt gar nicht wechseln und das ist halt bei einer laufenden Aufnahme erstmal schwierig, denn ihr müsst die Aufnahme auf jeden Fall beenden, müsst dann euer Farbprofil ändern, also von D-Log 2 auf D-Log oder aufs Standardprofil wechseln und könnt erst dann zoomen bzw. flüssig während der Aufnahme den Zoom wechseln, also die Telekamera. Ja, ist nicht so toll, sag ich mal, denn
Bei der Luna habe ich das auch schon gemerkt. Ich bin schon jemand, der sehr gern auch mal während der Aufnahme ein bisschen zoomt. Und ihr habt ja auch hier die Möglichkeiten, sehr gut zu zoomen. Und das funktioniert auch an der Pocket 4P und auch der 4er besser als an der Luna. Denn ihr könnt hier direkt vom Einfach in das Dreifach Telezoom-Objektiv bzw. den Sensor mit dem Objektiv wechseln. Das geht bei der Luna nicht. Da müsst ihr stufenweise nach oben wechseln und stufenweise wieder nach unten. Hier könntet ihr direkt wechseln. Nur eben nicht im D-Log 2. Und das ist so ein bisschen schade, das ist wirklich was, das wird mich auch später noch viel stören, weil ich kann es verstehen, D-Log 2, ihr habt halt nur den großen Sensor, der euch das alles bringt. Aber so ein Wechsel wäre halt schon toll. Oder dass ich nicht erst tief ins Menü muss. Man kann sich das zwar auf eine Custom-Taste legen, dass man da die Custom-Profile wechseln kann. Auch ein Vorteil gegenüber der Luna, dass ihr hier Profile hinterlegen könnt. Aber es ist halt so, während der Aufnahme geht es einfach nicht. Und ihr müsst da so tief ins Menü, da gehen schon mal locker 10, 15 Sekunden ins Land. Also das dauert da ein bisschen, das alles umzustellen, bis ihr dann wirklich zoomen könnt. Wenn ihr nur im D-Log aufnehmt, dann habt ihr da keine Probleme. Dann könnt ihr da wechseln, wie ihr wollt. Aber ihr habt natürlich nicht die große Dynamik wie im D-Log 2 Profil. Wie groß die Dynamik ausfällt, das werde ich natürlich auch noch testen. Deswegen abonniert am besten den Kanal, weil da wird es sehr viele Videos dazu geben. Ich will das Ganze hier jetzt mit der Kamera vergleichen, also der Luna Ultra. Und natürlich, ich habe hier auch den Pocket 4 und da möchte ich dann wirklich sehen, was da dann real rauskommt, wie groß real die Unterschiede sind. Klar, eine Dreifachkamera im Vergleich zum Pocket 4, das ist für mich schon mal, ein optischer Zoom ist immer toll. Also das kann man immer brauchen, klar. Die kann auch digital relativ gut zoomen, aber das ist halt nochmal was anderes. Und ihr könnt ja ohne Verlust hier bis 6-fach zoomen. Also da habt ihr dann doch nochmal ein paar mehr Möglichkeiten. Und ja, da bin ich gespannt, was mir noch so auffallen wird. Also ihr könnt euch darauf freuen, da werden in nächster Zeit noch einige Videos im Vergleich kommen. Gerade die Bildqualität interessiert mich natürlich sehr, aber nicht nur tagsüber, so wie jetzt, sondern natürlich auch im Lowlight. Und da bin ich gespannt, vor allem im Lowlight, das macht die Luna Ultra wirklich sehr, sehr gut. Bin ich mal gespannt, was da dann der 4P hier so leisten wird. Und dann war es das jetzt erstmal von mir so für das erste Video, die ersten Eindrücke davon. Ich wollte euch einfach mitteilen, was mir da so nicht gefallen hat und schon beim Auspacken mehr oder weniger und dass ihr euch da so ein bisschen drauf einstellen könnt, was euch da erwartet, wenn ihr euch auch so eine holen solltet. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Also bildqualitätsmäßig wird man sagen müssen, ist der Pocket 4P schon besser als eine Luna Ultra, gerade beim Tag und bei Nacht bin ich wirklich gespannt. Aber was man da so an Werten rauskriegt, gerade bei der Dynamik mit dem neuen Sensor, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was die Messergebnisse da gezeigt hat. Wie sich das real zeigen wird, das sehen wir dann. Dann war es das jetzt von mir. Ich hoffe, das Video hat euch halbwegs gefallen. Wenn es so war, lasst mir ein Like da. Wie gesagt, abonniert den Kanal für die nächsten Videos. Und dann sehen wir uns hoffentlich in den nächsten Videos wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.